Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt einiges verpasst, sogar eine Folge, die ihr euch auf jeden Fall geben müsst, damit ihr das versteht, ist zum Beispiel die Folge Hexenzirkel. Ihr findet das, wenn ihr hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol klickt, da kommt ihr nämlich auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und das war vor, was war das, 4, 5 Folgen ungefähr gewesen. Der Grund, warum ihr das gucken müsst, ist erstmal ein bisschen ausschweifend. Es findet nämlich zurzeit im Mondstadt das Windblumenfest wieder statt. Das heißt, wir haben Zuckerros diesmal helfen müssen. Dabei haben wir auch Kolle getroffen. Daraus ist auch eine schöne Freundschaft entstanden und all diese Sachen. Es ist auch Cyno dabei gewesen, Tinara, Albedo und all die anderen Charaktere, die ihr hier sehen könnt, auch Jinger. Da will ich aber nicht zu viel spoilern. Und im Großen und Ganzen ist es halt so gewesen, ja, es gab ein Rätsel. Dieses Rätsel war in so 4 merkwürdig formulierten Sätzen formuliert gewesen. Wir konnten gemeinsam des Rätsels Lösung halt uns annähern, bis wir zu einer bestimmten Ort auf der Karte hinreisen mussten, wo eine fliegende Insel erschienen ist, und zwar hier in der Nähe vom pfeifenden Abhang. Genauer gesagt hier an der Falkenküste hier in der Luft. Und als wir dorthin gegangen sind, gab es halt einen Tisch, eine Lampe, Stühle, also so wie so ein kleines, ja, Treffpunkt, sage ich jetzt mal, und haben dort zum 3. Mal überhaupt Klees Mutter getroffen. Natürlich auch hier wieder nur per Ton, also jetzt nicht in Persona, aber sie hat etwas gesagt, wo ich mir denke, holy shit, wieso habt ihr so ein wichtiges Detail hier in eine Event-Mission gepackt? Ich meine, wenn dieses Event zu Ende ist, gibt es die Mission nicht mehr. Gibt es diese Mission nicht, gibt es auch diese Information nicht mehr. Und diese Information ist wichtig für etwas, was wir beim Finale von NViDiA erfahren hatten. Hier an dieser Stelle in Sumeru. Es geht nämlich Folgendes. Die Mutter von Kleed hat uns erzählt, es gibt halt einen Hexenzirkel mit verschiedenen Hexen. Sie hat ein paar namentlich erwähnt. Auch was aus denen geworden ist teilweise. Sie selbst sei auch eine Hexe, Hexerin, Hexe, wie auch immer man das genau nennt. Und hat auch erzählt, dass einer der Hexe eventuell, beziehungsweise das ist unsere Vermutung aus dem Kontext von Traveler, dass eine der Hexen uns bereits angesprochen hatten. Es gab nämlich hier in der Finale von Sumeru, nachdem wir Nahida gerettet hatten, eine kurze Situation, dass wir zurück zu unserer Behausung gehen sollten, über Nacht schlafen, wurden geweckt und dann auf einmal hatte sich so eine fremdartige, uns unbekannte weibliche Stimme irgendwie in unser Gedanken gesprochen, etwas erzählt, wir werden beobachtet oder irgendwie sowas naht. Und ja, es kann sein, dass es einer von diesen 4 Hexen gewesen war. Und dann denke ich mir so, warum zum Teufel habt ihr das in ein Event gepackt? Ich meine, stellt euch mal vor, wir machen ja die ganzen Arkenaufträge, die Gottheiten. Die Gottheiten konnten uns jetzt nicht so krass helfen bezüglich hier, wo unser Bruder ist und so weiter. Und mit einem Hexenzirkel, mit 4 Hexen, alle namentlich erwähnt schon mal. Die könnten auch zu 6, zu 8, zu 10 sein, mir egal halt an sich, ne? Könnten sie so parallel laufenden Arkenauftrag machen, wo die Hexen uns ein bisschen aufklären können, warum das möglich ist. Denn wir haben indirekt durch Deins Life in der großen Kluft nämlich, als der sich wieder ja, erschienen ist, nachdem was passiert ist und er unser Bruder verfolgt hatte, aber auch durch Informationen vom NViDiA und durch die Höhlenwandmalerei, dem einzigen Wanderana hier in diesem Bereich, haben wir halt erfahren, dass erstens unser Bruder kein Gast dieser Welt ist, so wie wir, sondern dass er hier scheinbar geboren worden ist. Und der zweite Punkt, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber naheliegend, dass unser Bruder hier vor 500 Jahren gelebt hatte. Weil das bestätigt unter anderem die Aranaras indirekt nur. Aranaras haben das Problem, dass sie mit der Zeit Sachen vergessen, wenn sie sich wieder in den Boden pflanzen, wie Samen und so weiter und dann nochmal neu aufwachsen. Und komplizierte Story, geiles Finale, auch sehr zu empfehlen, aber da hätten sie mit den Hexen vielleicht diese Zeitreise oder Timeskip erklären können, aber naja, so ist es halt. Naja, jedenfalls sind wir auch gerade dabei, weil wir hatten auch jetzt letztens einen Probelauf gemacht mit unter anderem Dea. Cooler Charakter, möchte gerne auf jeden Fall Urstein dafür farmen und haben halt die Legendenaufträge angefangen, weil um Dea zu spielen, müssen wir erst den Legendenauftrag von Nilo machen, weil wir hatten mit der Zeit die Legendenaufträge halt alle angenommen. Das Problem ist, Nilo belegt halt den Spawn von Dea. Wir wollten den Legendenauftrag von Nilo starten, haben außersehen von Cyno gestartet und sind jetzt gerade dabei, erst Cyno, dann Nilo, dann Dea die Story zu machen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht von Al-Hayfim noch eine Mission hier starten, was hier in der Nähe ist. Und es geht hier darum, um die Wissenskonserven, die geschmuggelt werden und verkauft werden. Und ja, wir müssten relativ, also ich schätze mal, die Hälfte schon haben, aber wer weiß. Und wir haben jetzt auch über die Zeit erfahren etwas über den alten Partner von Cyno und sogar über ein Kind von dem Partner von Cyno. Und ja, jetzt sollten wir auf jeden Fall ich schätze mal, das sind beide die Wachen, ne? Sollten mal fragen, wie die Wissenskonserven hier rausgelangen konnten.
Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? Okay, das ging schnell. Ich habe die letzte Episode nämlich hier beendet, weil ich dachte, die Dialoge wären jeweils wieder 10 Minuten lang und ja, wäre halt ein bisschen blöd, wenn die Folgen wieder zu lang sind, weil die Dialoge sind wirklich mittlerweile so lang geworden. Lieber halt so machen, aber okay. Wie gesagt, wenn ihr auch die Sachen gucken wollt. Ach so, das war die Tür, die am Knacksen ist. Holy shit. Wenn ihr es halt nochmal sehen wollt, oben rechts i-Symbol, YouTube-Player anklicken, dann kommt, wie gesagt, auf die Playlist. Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh. Well, yes, but isn't that pretty normal? The academia consumes so many resources each day. Everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or not. Maybe you should ask someone else. Erkunde dich bei den Wachen. Okay, wir müssen halt wie gesagt aufpassen, wo wir hingehen, weil die Legendenaufträge sind alle hier in Sumeru. Eins ist halt direkt hinter der Tür. Okay, die ist jetzt nicht mehr offen. Hier steht halt einer, der von Allhaven, schätze ich mal, die Mission triggert. Eins ist bei Catherine und die anderen sind halt blockiert. Ja, ich schätze, den können wir doch ansprechen, ohne Gefahr zu laufen, oder? Ich glaube schon, ja. Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. And you didn't find that suspicious? Why didn't you report it for inspection? Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question his word, could I? Possible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... Beruhig dich. No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. A group of Eremites? Could Taj really be the one making all the canned knowledge? No way. Taj is just like Cyno. They're considered heroes among the Matra. There's no way that he would... Wir sollten zuerst zu Taj zu Hause gehen. Fine. Looks like there's no other choice. Hey, don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and for all. Geh zu Taj Haus und suche nach Hinweisen. Wo befindet sich dieser? Ach, sogar hier hinten. Oh, hier waren wir schon ewig nicht mehr gewesen. Mit Dunyasat, Nahida. Der eine Junge, der sich als Nahida verkleidet hatte. Lustig auf jeden Fall.
Achso, genau, wir sind ja ein bisschen abseits, wir sind ja an der Grenze, ne? Genau. Erstmal sich am Freuen. Auch am Freuen. Die sahen mir für mich, für den Großen identisch aus, ehrlich gesagt. Beide am Freuen. Niedal. So, das da vorne. Hühnchen, das verfolgt mich jetzt die ganze Zeit. Dass man irgendwie nicht petten kann oder so, irgendwie weiß ich nicht. So, this is Taj's place. There doesn't seem to be anyone here. Well, what should we do then? Do we break in? No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. Wir haben sowieso keine andere Wahl. Nur so können wir ihm helfen, den Verdacht zu entkräften. You're right. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency. I just hope Taj doesn't mind. What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Yes, this is definitely Taj's handwriting. These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of the numbers, the scale of this smuggling case is absolutely massive. The whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. These are famous scholars, merchants, mercenaries. I have a feeling that Cyno might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. Vielleicht weiß er es. Er wird sich nicht zurückziehen. You're right. That's just who he is. As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Cyno and let him decide how to proceed. Okay, lasst uns gucken. Hier müsste... Ach, das Katschnisut sein. Folge 789 haben wir die Storyline gemacht, um das aufzudecken. Hier ist eine Höhle. Ach, genau, ich meine hier... Was ist das denn? Ist das einer... Weil das haben wir schon collected. Hier müsste die Goldbrigade auch irgendwo sein, meine ich, oder? Ach, werden wir schon finden. Das ist gar nicht so schwer. If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Cyno will know what to do. All right, we'll give these to Cyno and see. Let's go. So, eine in Touch-Zimmer gefundene Karte. Okay, gut. Treff dich mit Cyno. Genau, da müssen wir uns wahrscheinlich teleportieren, weil er müsste im Arodorf sein. Genau, der ist immer noch dort. Nehmen wir diesen Teleport am besten. Aber es scheint langsam dem Ende entgegenzukommen. Ach, wir hätten die Situation... Ach nee, stimmt, Kevin können wir gar nicht ansprechen. Muss ich gucken in der nächsten Episode, dass ich vielleicht Kevin nochmal anspreche. In eine Belohnung. Wie gesagt, wir wollen Urgestein haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 33 Puls gerade im Augenblick freigeschaltet, weil wir vor kurzem gepult hatten. Aber gut, erstmal Story finishen. Well, Cyno, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time, he would never do anything against his beliefs. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Or rather, the person he's become. Die derzeitige Beweislage deutet auf ihn. That's right. It's clear that he had a hand in this case.
yet he made no report of it. There's no doubting that. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and judge him myself. Time is ticking. Let's go. So, okay, finde den Hof der Trübsal gemäß den Anweisungen auf der Karte. Okay, das tun wir auf jeden Fall. Okay, das wird sogar markiert, aber genau. Das Karte Schniesot hatten wir in dieser Storyline ab Folge 789 9 Folgen, wo wir auch in das Mausoleum von König Dächrin zum zweiten Mal eingetreten sind, halt aufdecken können. Und war schon ein krasses Finale gewesen. Allgemein empfehle ich euch, dieses Storyteil zu schauen. Und markiert ist es ja, sonst, ich denke, ich nehme diesen Teleporter, weil wir müssen hier hin. Und Folge 825, die Fortsetzung, wo es um den nördlichsten Wüstenteil geht. Allerdings waren das auch 16 Folgen gewesen. Aber wirklich, die Wüsten-Story-Teile sind so gut erzählt. Auch der dritte Akt, wo wir dann hier oben drauf waren schlussendlich und das alles abschalten konnten und so. Auch richtig cool gemacht. Aber wirklich die nördlichste Inselteil, Folge 825, die 16. Episode. Boah, war das gut, wirklich. Also ich erzähle das nicht, um irgendwie Werbung zu machen, aber wirklich, man merkt halt mit der Zeit, mit jedem Update und so weiter, die Story werden tiefgründiger und immer besser erzählt. Ich meine, lange Story ist auch immer gerade so ein bisschen, weil auch sehr viel Dialog ist, wo man dann teilweise 40 Minuten eine Folge hat, wo 30 Minuten erzählt wird, was ein bisschen, ja gut, hätte man vielleicht kürzer machen können oder so. Aber so gut erzählt, das ist, wir waren auch hier im Zentrum dieses Sturms gewesen, im Paradies waren wir gewesen. Was ist das hier? Wartet mal. Wenn ich in diese Richtung gucke. Ach, das ist einer wahrscheinlich von diesen neuen Mechaniken. Hatten wir ja schon ein- oder zweimal ausprobiert. Deswegen ist auch ein Djinn uns am Begleiten die ganze Zeit. So. Und es ist wirklich nice gemacht. Wir waren wirklich einmal komplett um diesen Bereich rum. Wir haben sogar einen Weg gefunden, der für uns gesperrt war, weil die Karte zu Ende ist. Aber da wird wahrscheinlich die Karte auf jeden Fall fortgesetzt. Betritt den Hof des Trübsals. Achso, Moment mal. Wir sind eine Etage zu hoch. Teleportationspunkt wurde freigeschaltet, standen da gerade. Nee. Boing. Das müsste schon wehtun ein bisschen. Wo man so landet. Wo war der Eingang? Wir haben auf der Karte ja ein Loch gesehen. Hier? Werden wir gleich sehen. Wir können ja die Karte auspacken, ich kann aber auch einfach rumlaufen. Ach nee, schon wieder diese Maschinen. Da müssen wir aber durch. Ja, hier ist ein Eingang. Ah ne, Skorpione, never mind. Sind die markiert? Nö. Ich könnte sie attackieren, aber wozu? Hier sind Fackeln oben. Diesen Eingang. Ah, nice. Okay, gehen wir mal hier rein. Wasser wird verholen. Dendron, Wasser, Elektro. Wasser, okay. Elektro definitiv auch. Eis haben wir und Geo für Verteidigung so ein bisschen. Ja, okay. Sollte machbar sein. Ja, also die beiden. Auch wenn Sangonomi Kogumi noch nicht ganz so stark ist. Also nicht nur von der Stufe her, sondern auch von den Artefakten. Aber doch, sollte klappen. Und Cyno haben wir natürlich im Team. Hier wollen wir nicht runterspringen. Boah, das erinnert mich stark an Königs Deshreds Mausoleum. So this is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kinda nervous. Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. Denn das Mausoleum von König Deshret besteht auch aus mindestens 3 Ebenen sogar. Also es ist unglaublich riesengroß, die Unterebene. Also holy shit. Und das war halt in diesem ersten Abenteuerauftrag bei Folge 789 halt auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. So, damit du eingefroren bleibst. Zack, zack. Also ich könnte ja auch Dings nehmen. Ich muss auch die 5 drücken statt die 4. Zack, 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 zack. Einfach drauf. Zack. Einfrieren, weil der würde sich... Ach, Mist. Ich dachte, ich könnte das aufhalten. Na komm schon, du hast nicht mehr viel. Alter, du hast gar nichts mehr am Leben gehabt. Wieso überlebst du das? Alter, du hast noch ein Pixelleben. Oh. Genau deswegen habe ich ihn noch im letzten Augenblick einfrieren wollen, aber ihr habt gesehen, das hat sich sofort defriert. Wie auch immer. Was ist das denn da im Hintergrund?
So, weiter im Text. Look, these walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. Dafür müsst ihr auch wieder diesen Abenteuerauftrag schauen. Ihr müsst eigentlich alle 3 Abenteueraufträge in die Wüste schauen. Der Grund ist nämlich, wir haben durch die Steintafeln und Obelisken auch erfahren, wie es zum Untergang dieser Region gekommen ist. Ah, warte, ich muss immer hier die Lücke gucken, nicht, dass da eine Truhe versteckt ist. Und die Story ist halt dementsprechend auch krass gewesen. Aha. Whoa, is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful. Tatsächlich, hier ist ein Loch. Eben habe ich nicht nach oben geguckt, deswegen wusste ich nicht, dass da ein Loch ist. Wieso sieht das denn so lila, schleimig, haftig aus? Okay. Gut, man muss sie gar nicht fighten. Ah, unsichtbare Treppe. Ich finde die Farbe so nice, so interessant, aber warum? Uff, Alter. Alles dreht sich. A passage! Hopefully that's our way in. Ich persönlich bin zwar nicht auf Motion Sickness halt anfällig, aber das war schon für den Augenblick schon krass. Also, sorry für die, die jetzt davon schlecht geworden sind. That eye seems to be staring right at us. This place gives Paimon the creeps. You go first. Ach, Paimon. Oh, das sieht so irritierend aus. Okay, push the button. Müssen wir jetzt wieder drehen? Achso, ich kann hier nicht... ich kann hier nicht raufklettern. Muss ich wirklich diese merkwürdigen Stufen benutzen? Ach so, ein Verschluss. Ja, okay. Und Stufen spawnen, sehr gut. Okay, ich bin auch zu blöd dafür, sie zu benutzen. Okay, ist das ein Sarkophag? Ach du wieder. Es ging auch viel zu schnell, zu easy durch. So, und jedes Mal, wenn du Wasser abbekommst, uff, können wir mit Elektro so ein bisschen Ramazamba machen. Ulti. Und bam, bam, bam. So, der ist schon stark. Das sah schon krass aus. Eine Sache sollten wir auf jeden Fall checken, weil das vergesse ich gerne mal. Attribute, wie sieht es denn bei ihm aus? 13.000, 12.000, grob gerundet. Uff, Alter, Karte, Crit, uff. Das ist schon heftig. Selten sehen wir hier etwas, was bei 100% plus ist. Aufladerate, okay. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Alles Widerstand, noch nicht mal Elektro-Boost oder so. Ah, interessant. Was hat er für eine Waffe? Ach, diese Waffe wieder. Ja, die wird doch Dings empfohlen. Der ja nur als Zweihänder. Das war, glaube ich, im Probelauf auch bei ihm ausgerüstet gewesen. Und altes Hofritual. Ja, gut. Sternbild? Genau, Sternbild ist hier nämlich ein bisschen anders, wenn man die Charaktere so testen kann. Denn im Probelauf sind normalerweise keine Sternbilder aktiv. Uff, Alter, das ist bei 11, ey. Holy shit. Naja, gut. Dessen spielt er sich auch ein bisschen angenehmer als in einem Probelauf. Aha. Taj. Ah, Cyno. It's been some time since I've seen you last. I trust you are doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed.
But the most important answer still eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? The research of the Court of Desolation? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Can you imagine what it feels like to not have the will to live, but not be able to die? Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. So, did you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Cyno. If only you hadn't arrived now, I could already have... Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No. I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. This power is mine. I must leave no. Einfach drauf, alles was wir haben. Zack, zack und zack, zack, Ulti. Cut to the chase. Und dann direkt zu ihm wechseln. Zack, 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 zack. Wo bist du? Wo bist du? Ach, ich fokussiere gerade den Vogel. Ist auch so ein Dämonen-Spawner-Beschwörer. Egal. Hey. Ne, Ulti, Ulti, Ulti. Zack. Der kassiert aber schon heftig. Ah, komm schon. Ich will auf den die Ulti setzen. Your strength. You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind me, this power will be complete. Even life and death will have no grip on me. Uh-oh. We have to stop this guy. I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? I'll do what I have to.
I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line, just like now. Even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map in your house on purpose, didn't you? You wanted me to be able to find you here. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list, but you will not fool me. I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. Huh? What do you mean, Cyno? He never planned on opening the door. His true intention was... What's happening? Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone who wished to collaborate and find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive organization. People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless mora into secret research, even sacrificing lives in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end, I came to my senses. I knew that I could not let myself go down that path. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so even centuries later. As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation, regardless of the cost. Let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. Die Spuren der Zerstörung, die wir auf dem Weg gesehen haben. Du planst, den Hof der Trübsal zu zerstören. That's right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the academia. If I wished to destroy the organization, I couldn't just count on the academia alone. So, you pretended to be the one behind all this as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. You are still as you always were, fearless, and making no compromise. Anyway, this place is collapsing. You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside! His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. Soll das heißen, der Preis für das Öffnen des Hofs des Trübsals ist ein Leben? You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation.
Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. Let this be the final judgment on myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list to you. Sorry for all the trouble I've caused. There's nothing to be sorry for. We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. Goodbye, old friend. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. Alright, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. The Court of Desolation has... Es ist verschwunden. Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end. Was ist mit der Organisation? To them, as long as there's more to be made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation, but it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. We'll help too. Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So, that's what I'm going to do. Wait for me a caravan rebob 4 days from now. 4 Tage. Holy sheesh, Alter, die übertreiben es langsam wirklich. Einen Tag war ja so Standard, dann wurde es zu 2 Tagen Standard und jetzt auf einmal 4. Holy sheesh, aber naja gut, das wollte ich eigentlich hier nicht kommentieren. Es ist schon krass gemacht, ehrlich gesagt. Gefällt mir, in welche Richtung das geht, wobei schade um die Dungeon und die dazu und so. Aber nun gut, wir werden jetzt erstmal zu Catherine gehen, die ganzen Erkundungsbelohnungen abholen. Und da Catherine in Summe gerade andersweitig besetzt ist, müssen wir extra nach Liyue reisen, leider. Ist aber kein Problem. Ad Astra Abyssask. Übrigens, Folge 620, dunkles Geheimnis von ihr erfahren. Sehr zu empfehlen, dass ihr das auch euch mal anschaut in Ruhe. Zack, zack, zack. Liyue, ja, Yelan. Ihr Beruf haben wir auch vor nicht so langer Zeit bei den Legendenauftrag kurz vor dem dritten Laternenfestival sogar erfahren. Sumuro haben wir diesmal gar nichts, ne? Gibt es irgendwas Neues? Hat sich vielleicht was durch ein Update geändert? Ne. Parusan, genau, wir sind gerade dabei, ein bisschen solche Sachen zu sammeln. Weil da haben wir auch relativ viel, ne? Ach, ich weiß nicht, ich müsste vielleicht doch wieder umschwenken, ne? Wir müssen auch sowieso kochen, ich habe nämlich langsam nichts mehr. Kiefernzapfen. Ah, Mora. Ich denke, ich gehe diesmal auf diesen Ding. Genau, gibt es auch Belohnung. 5 von 5, das heißt, alles haben wir, ne? Ja, okay, gut, passt. Das heißt, im Season Pass wird sich da jemand definitiv freuen. Zack, zack. Level up natürlich. Bis Stufe 10 geht relativ flott. Das alles.
So, was ich gucken wollte ist, steht dann hier auch, wie lange wir warten müssen? Ne, nur warte bis 4 Tage später. Na ja gut, dann ist es halt so. Ich habe vielleicht gedacht, dass man irgendwie hier ja, dass da vielleicht noch steht, warte 4 Tage, ne? Und jetzt ist gerade ein Tag vergangen, 2 Tage vergangen und so weiter. Aber naja, so ist es halt nicht. Na ja gut, ich schätze mal, ich werde dann für die nächste Episode auch die Time ein bisschen skippen, damit wir genau pünktlich dorthin reisen können. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall ein Abo dazulassen, denn dann müsst ihr nicht so lange warten, wie es die Story läuft und das Finale, wie, was uns ja offenbart wird noch mit diesem ganzen Trupp und so weiter. Das werdet ihr dementsprechend sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fanganmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.